Hallo und herzlich willkommen. Heute bereite ich Galuschki mit Kartoffeln vor. Wir geben 200 Gramm Mehl und einen halben Teelöffel Salz in eine Schüssel und wir vermengen die beiden Zutaten grob miteinander. Jetzt fehlen nur noch 100 Milliliter lauwarmes Wasser, welches wir Schritt für Schritt in die Zutaten geben. Die drei Zutaten werden zu einem Teig geknetet und dieser ist dann anschließend unser Teig für die Galuschkis. Wenn der Teig dann gut gebunden ist, dann könnt ihr mit euren Handballen arbeiten, damit der Teig dann schön geschmeidig wird. Den Teig habe ich dann in eine Kugel geformt und das Ganze habe ich dann für eine Stunde ruhen gelassen. In der Zeit konnte ich dann 200 Gramm Kartoffeln schälen, diese waschen und anschließend in mundgerechte Stücke schneiden. Ich habe noch etwas Salz hinzugegeben sowie reichlich Wasser, sodass ich die Kartoffeln dann ganz normal abkochen konnte. Während die Kartoffeln vor sich hin köcheln, habe ich eine große Zwiebel in Würfel geschnitten und diese in einer etwas größeren Pfanne angedünstet. In der Zeit können wir uns um den Teig kümmern und diesen einmal separieren und anschließend nochmal mit unseren Händen einmal durchkneten. Wir geben den Teig dann auf unsere Arbeitsfläche und rollen den Teig dann einmal zu einer Schlange aus. Dann nehmen wir uns ein Messer oder ähnliches zur Hand und schneiden aus dem Teig mundgerechte Stücke aus. Die Teigstücke müssen dann noch in Mehl gewälzt werden, damit diese nicht ankleben. Mit der übrig gebliebenen Teighälfte gehen wir dann natürlich genauso vor. Jetzt schwenken wir zurück zu unseren fertig angedünsteten Zwiebeln und wir geben die fertig abgekochten Kartoffeln hinzu. Das Ganze wird dann einmal durchgemixt und erstmal beiseite gestellt. Im nächsten Schritt müssen wir dann reichlich gesalzenes Wasser zum Köcheln bringen, damit die Galuschkis darin dann circa 3 Minuten köcheln können. Nach den 3 Minuten nimmst du eine Schaumkelle zur Hand und du gibst die fertigen Galuschkis zu den Kartoffeln und den Zwiebeln. Einen Teelöffel Butter habe ich auch noch hinzugegeben und dann habe ich alle Zutaten vermischt, bis sich die Butter aufgelöst hat. Am besten schmeckst du das Ganze nochmal ab und würzt es nach Belieben nach. Und so schnell haben wir leckere Galuschki mit Kartoffeln zubereitet.